Hallo, ich bin Lina und ich bin dein Guide durch den Social Hub. Heute zeige ich dir, wie du deine Markenstimme im Social Hub definieren kannst, um noch passendere Textvorschläge von unseren AI-Features zu erhalten. Vielleicht nutzt du Smart Reply für die Inbox oder AI Magic im Content Planner schon regelmäßig. Beide sind super praktisch, wenn dir mal die Worte fehlen, aber schnell eine Caption oder eine Antwort auf eine schwierige Nachricht her müssen. Der einzige Nachteil? Die Textvorschläge klingen nicht unbedingt nach deiner Marke. Und genau hier kommt die Definition der Markenstimme ins Spiel. Im ersten Schritt muss das Feature zunächst aktiviert werden. Voraussetzung dafür ist, dass mindestens eine der textgenerierenden Funktionalitäten, wie zum Beispiel Smart Reply, bereits aktiv ist. Und dann erscheint die Markenstimme in unserem neuen Bereich zur AI-Personalisierung. Hier kannst du nun sowohl deine smarten Antwortvorschläge anpassen, sowie deine einzigartige Markenstimme definieren. Im Enterprise-Paket kannst du sogar bis zu 15 verschiedene Markenstimmen anlegen, falls deine Kommunikation sich von Plattform zu Plattform unterscheidet oder du mehrere Seiten mit individuellen Markenstimmen pflegst. Zunächst gibst du deiner Markenstimme einen Namen, damit du sie später bei der Auswahl schnell identifizieren kannst. Du kannst sie zum Beispiel nach der jeweiligen Plattform, Marke oder Situation benennen. Supportanfragen Instagram, Produkt Y auf TikTok oder Team Bayern wären ein paar Optionen. Nun kommt der wichtigste Teil, die Definition deiner Markenstimme. Wie du siehst, haben wir bei jedem Abschnitt ein paar Hilfestellungen bereitgestellt, um dir bei deinen Texten zu helfen. Und obwohl nicht alle Abschnitte Pflicht sind, würden wir dir doch empfehlen, alle auszufüllen, denn je mehr Informationen das Feature hat, desto genauer fällt die Personalisierung aus. Du kannst hier übrigens mit ganzen Sätzen, Stichpunkten oder auch einzelnen Wörtern arbeiten. Ist einmal alles ausgefüllt, sieht das dann so aus. Natürlich kannst du die Markenstimmen jederzeit anpassen oder weiter optimieren. Und nun kannst du sie auch direkt nutzen. In der Inbox gehst du nun auf Smart Reply und kannst hier im Dropdown die gewünschte Markenstimme wählen, in der du antworten möchtest. Wie gewohnt kannst du nun Antworten generieren und dann entweder so übernehmen oder noch weiter anpassen. Wir haben das Ganze natürlich direkt bei uns getestet. Hier siehst du ein paar Antworten von unserer Social-Media-Expertin Lisa. Hier wären die vorgeschlagenen Antworten ohne definierte Markenstimme. Schon freundlich, aber noch etwas zu generisch und ohne greifbare Persönlichkeit. Und hier jetzt die Antwortvorschläge mit unserer Social Hub Markenstimme. Klingt doch schon deutlich mehr nach Social Hub und Lisa, oder? Wir werden aber weiter optimieren, um künftig auch Best Practices teilen zu können. Probier die Markenstimmen einfach mal aus und wenn du Fragen hast, melde dich gerne bei uns.